The Jungfraujoch is a saddle between peaks in the Swiss Alps. It's often called the roof of Europe. And that's where I'm going. Today I'm climbing almost to the top of the Jungfrau, but without ice pick and climbing rope. I'm taking the train to the highest train station in Europe. The train climbs up through a snowy alpine terrain. I've always dreamed of doing this. The trek winds up toward the famous Big Three, the summits of Eiger, Mönch and Jungfrau. The saddle between them rises just 80 kilometers from Switzerland's capital, Bern. The line is engineer Kurt Klossner's favorite run. Diese Berge majestätisch, Eiger, Mönch, Jungfraujoch, Jungfrau, es ist einfach das Paradies da oben. Parts of the steep climb can only be made by a cog railway. The train puts in a stop at around 2000 meters altitude under the Eiger's north face. Ja, es ist schon was Besonderes, wenn du denkst, früher hatte man überall raufgehen müssen, also Bergsteigen, raufwandern, mühsam, mühselig und so. The last stretch is a magnet for tourists. The 9.3 kilometer line ascends a good 1400 meters in altitude. The Jungfrau Railway was a sensation when it opened in 1912, with much of the route leading right through the range. It had taken 16 years to blast the tunnel through the Eiger and the Mönch. Für mich ist heute noch eine Sensation. Sieh mal, der ganze Tunnel ist natürlich noch, keine Betonbauten, alles der gehauene Stein. Man sieht Bohrlöcher, man sieht, wo die Dynamitstangen mal drin waren und so. Das ist schon was ganz anderes, das ist ganz klar, ja. After a half-hour's climb, we arrived at the Jungfrau saddle. Inside the ridge between the Mönch and the Jungfrau is Europe's highest railway station, at an altitude of 3,454 meters. Jungfraujoch, top of Europe, terminal station, Jungfraujoch Endbahnhof. Auf Wiedersehen, Dankeschön, goodbye, thank you. Not only is this Europe's highest railway station, it's most likely also the one with the most spectacular view. I could hardly wait to get outside, where I could enjoy the view of Switzerland's mountains and the Aletsch Glacier, at 22 kilometers, the longest in the Alps. It's now a UNESCO World Heritage Site. The view from up here makes the pioneer engineering feat back then seem even more wondrous. A railway line up into the high Alps. Inside, the complex appears to be a hybrid of museum and curiosity shop. Here, the wondrous alpine world is presented from a playful perspective. It also gives some idea of what a massive undertaking it was in the late 19th century to make Adolf Guyard Zeller's vision of the Jungfrau Railway into a reality. Andreas Wiss has been working here for 30 years. As the technical director, he knows the Jungfraujoch and its history like no other. The tunnel's construction was mortally dangerous. Around 30 workers lost their lives at it. Das Beeindruckendste ist bestimmt als erstes die Idee, schon nur hier hoch eine Bahn zu bauen. Was sie damals bewerkstelligten mit den damaligen Mitteln, wie die da einen solchen Tunnel in den Berg hineingetrieben haben. Das ist wahnsinnig. Du siehst jetzt hier schön, wie das damals harte Handarbeit war. Also das war so, der eine, der hielt hier das Eisen, den Bohrer, und der Kollege hat dann mit dem Schlägel draufgehauen, und nach jedem Schlag hat den Bohrer dieser Mann wieder eine Vierteldrehung gedreht, und dann hat
der Kollege wieder aufgehauen. Und so haben sie die Bohrlöcher so etwa 80 cm in den Felsen reingehauen. Und dann, wenn das tief genug war, kam das Dynamit rein und dann wurde gesprengt. The weather on the Jungfraujoch is unpredictable. It can change in a heartbeat. The average annual temperature works out to minus 7.9 degrees Celsius. Wind speeds up to 270 kilometers per hour have been measured here. Es ist schon ein ganz spezieller Ort. Also du fühlst dich doch schon ein bisschen wie der König. Du bist hier wirklich über Europa, also auf 3500 Meter. Und du hast ein wunderschönes Panorama bei schönem Wetter. Bei extremen Winterverhältnissen ist das wie auf einer Polarstation, also mit der Kälte, dem Wind und so. Ja, da brauchst du entsprechend eine dicke Haut und warme Handschuhe etc. Okay. The cold doesn't seem to bother the alpine chuffs. They feel at home up here in almost any kind of weather. The same goes for the only human inhabitants of the Jungfraujoch. Hi, this is Euromax, coming for a visit. I'm dropping by the Fischer's apartment, built into an old mining tunnel. Joan and Martin Fischer are preventive maintenance personnel at the adjacent research station. They and their dog and occasional scientists are the only ones who stay on the Jungfraujoch overnight. Some things up here take some getting used to. Water boils at 86 degrees Celsius. That can change the way certain foods are cooked. The thin air has other effects as well. Oh ja, der Körper funktioniert anders, hè? Wenn man zu wenig Sauerstoff hat, im Prinzip in gewisser Weise etwas passt man sich an, aber es bleibt immer zu wenig. Und dann ist sich zu konzentrieren auf Arbeiten ist schwieriger und man vergisst auch mehr. Und so das mit Multitasking, ja, das gibt ein Ende hier oben quasi. Meistens, wenn dann 2, 3 Sachen zusammenkommen, bei 2 geht es noch knapp und bei dritten muss man irgendwann noch sagen, jetzt geht es einfach nicht mehr, jetzt zurückfahren und wieder Schritt für Schritt. The Swiss man and Dutch woman have been working here for 17 years now. Entweder ist man Bergler oder gewöhnt sich daran, oder sonst geht es nicht. Ja. Und was man natürlich auch hier auf dem Jungfraujoch ist, man kann nicht weg. Also da haben auch noch, haben wir gemerkt, viele Leute noch Probleme damit, mit dem Gefühl, dass wenn etwas wäre, kann man nicht weg. Every 2 weeks, they rotate with another couple as maintenance personnel at the research station. Wenn wir noch 2 Wochen hier oben wieder unter im Tal fahren und vor allem, wenn dann gerade Frühling ist oder Herbst, wenn die Farbe so ändern, dann merkt man einfach, das Auge ist sehr empfindlich für die Farbe. Man sieht jede Blümchen und das Gras ist so grün und die Vögel sind so laut und es schmeckt so intensiv. While Martin Fischer goes about his work at the research station, measuring and observing, I investigate a typical Swiss specialty at the Crystal restaurant. It's a cheese fondue. Chunks of bread or vegetables dipped in melted cheese. Rainer Hoffer manages the 3 restaurants and bar on the Jungfraujoch. Over 1 million visitors ride the train up here annually. 80% der Besucher vom Jungfraujoch stammen aus Asien, Arabien, Indien, China. Die Mutigen bestellen Käsefondue, weil sie das auch schon mal gehört haben, sind aber gerade typischerweise, wenn sie aus dem japanischen Bereich kommen, schon sehr erstaunt, was dann da kommt. So ein großer Topf mit warmem Käse ist für einen Japaner ziemlich merkwürdig. Und es gibt viele, die dann zu Hause, wenn man sie fragt, was habt ihr in der Schweiz erlebt, was war außerordentlich, dann durchaus das Käsefondue als Beispiel machen, weil es ist eigentlich so das Gegenteil. Wenn man gerade die japanische Küche nimmt mit Sushi, sehr filigran, roher Fisch, sehr klein, jeder sein kleiner Teller, ist ja das Gegenteil. Und das ist für viele, merkt man auch im Restaurant, muss man das nochmal erklären. Before I board the train for the trip back down, I want to enjoy the most beautiful part once more, the view. If you have a bit of luck with the weather, it's really breathtaking up here. But without the train, I would have never been able to come up here.